Voice of Cards ist ein Spiel, von dem ich mir gedacht habe, dass der Artstyle alleine reichen wird, um mich komplett in seinen Bann zu ziehen. Und deshalb habe ich mir gedacht, schauen wir sich das Spiel mal an. I'm the Game Master. Pleased to make your acquaintance. Pay attention, because this is important. Okay. The hero of our tale. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir mit diesen anderen Typen spielen. Eher die da. The Ivory Order Trio stands before you. Hier im Thronsaal bekommen wir die Aufgabe, den wütend gewordenen Drachen zu erlegen. You a pen and paper. Dust. Ja, lass mir auf den Namen Dust. Das passt so. You sign your companion's name as well. Mar. Mar, your friend and sometimes traveling companion. Thank you. Ich will richtig lieb aus. You'll know what to have engraved on your tombstone. Aha. A woman stares at the sun. Noch auf der Suche nach zusätzlichen Companions für diese Quest passiert Folgendes. Into a scowl as she notices you. Monster, the woman cries. Hey! Mar! You gather the dizzy Mar in your arms and glare at the woman. Ja. Inwardly, you call her unsavory names as your attention shifts to a different topic of conversation. Turns out she really hates the dragon. Nehmen wir mit. She's a little annoying, but you are looking for quest companions. Upon catching sight of you, she calls out for your aid. She's wrinkled and needs you to take her to the nearby apothecary. Ja, machen wir halt. You try to lift the woman into your arms, but the weight's too much for you to bear. Ja, die bringt das auch nicht lang, oder? Bring you, Okay. Ja, Mar bends genau, so the Mar. woman can get on his back. Aha, okay. She thanks you and pulls something from her breast pocket. Eins. Anhand des Aussehens kann man direkt erkennen, dass diese Karten später noch irgendwann nützlich werden. You barrel right into someone. Uttering a half-hearted apology, you try to keep walking. But that's when you notice something in your hand. Looks like you accidentally grabbed Winifred's coin purse when you ran. Thief! Guess you've got to fight your way past. Okay. Dann. Dass da direkt der Sack hinten drauf ist, wenn man seine eigene Karte umdreht. Eine kleine, leider verlorene, Schlägerei später geht es schon auf die Overworld. Feintreffer. Erst 3 Schritte. Ein paar Encounter später sind wir auch schon im nächsten Dorf. Cypri if he knows anything about the dragon. The monsters stole a precious treasure from him. Um Informationen über den Drachen zu bekommen, haben wir Cypris Quest angenommen. Defeated, you turn toward the treasure chest and see those Ivory Order jerks rooting through it. It's empty, save for a ragged doll. For some reason, Melanie picks up the ragged doll. Ja, das ist jetzt der Schatz von dem Typen, sicher. Effort. And this, Cypri's eyes widen as soon as he sees the doll. Not far to the east of town is a place called Unionville. You'll need this, he says, and holds out something for you. Ocarina! Doodly, do. You blow a handful of pleasant enough into the woodland flute. That was absolutely dreadful, she whinges, her jaunty gait. So wie er gesungen hat schon. She calls Aksha. herself Riddis and declares herself a woodlander. By sheer coincidence, the flute in which you played those notes was one designed to call the woodland people to your side.
You ask Riddis to lead you eastward out of the forest. You'll have to hand over the woodland flute first. Mit der Frucht, die Riddis als Bezahlung anbieten wollte, hatte Mar natürlich andere Pläne. Her face. Hey, what about my money? Before you can finish, Mar's tongue whips across your hand, snatching the fruit and sliding it into its gullet. 1000 Gold für Mar-Futter. Worth. 100%ig worth. You begrudgingly hand the woodland flute to Riddis. Riddis plucks the woodland flute out of your hands with glee and begins playing it as she skips away. Well, playing is a generous term. It sounds as though she may as well be murdering the poor thing. Oi. Welcome to the forest oasis. The man greets you warmly. Man? Riddis's house is ablaze. A nearby villager screams. Marin. Mar's eyes light up. He scrambles over the edge of Ja. sucks the well dry in an instant. So, jetzt gib ihm Stoff, Mar. As Mar douses the house with the water he sucked up from the well. Zack. Aquaknarre. Something darts out from behind the house and attacks. Boss Battle. Nach diesem kleinen Zwischenfall in Woodland geht's auch schon wieder weiter. Soupy Fog. Hört sich lecker an. So, raus aus dem Wald. I was hoping I could join you on your quest to defeat the dragon. Sicher. Melanie calmly reminds you that the party in its current form stands little chance of defeating the dragon. See, you need me, Riddis says, sensing an opportunity. Your well-reasoned argument of no thwarted, you nod your head in resignation and welcome Riddis to the party. Perfekt. Okay, neue Gegner. Koexistia, Küstenstadt. Na gut, gehen wir rauf. Er ist schon da. Ja, das schaut nach Bürgermeister aus. I will have my chef prepare a feast, the headman says. Ja, das ist direkt wieder weg. Mar gönnt sich. The doors fly open in the next instant, and a girl runs in. With tears in her eyes, she tells you that her dear companion, Mr. Flobby the Slime, is missing. Gehen wir ihn halt suchen. Mar, du kannst ein bisschen warten, oder? Find your slime. It looks like poor Mr. Flobby is being held captive by the Mystery Man. Mystery Man. Okay. And over that slime. Partner look. The man says that he and Melanie came from the same village, where this was their native dress. Vince resentfully claims that he is searching for the noble dragon to protect it. That the most pressing matter is getting Mr. Flobby back. So you be careful, he won't go down easy. Oh, 100 Leben. During the fight, Vince asks, do you know the truth about that village? No, weiß ich nicht. Then begins. Before he can finish, the Ivory Order appear. Seeing the two parties occupied with each other, you realize this is your chance to grab Mr. Flobby. Verpiss ich mich jetzt? I am so happy to see you safe and sound. The head. You explain everything that happened, including the incident with Vince and the Ivory Order. He then thanks you for your hard work and instructs his stewardess to prepare dinner for your party. For you, Mar and Riddis immediately Genau. begin. Well, once your belly is full, you realize that Mr. Flobby is gone. And then
Room for dessert? The headman asks, offering you a plate of slimy jelly. The color Nein. strikes you. Is this Mr. Flobby? Is that a problem? He questions back. Ja. He points at Mar and asks, would you consider leaving that creature here with me? Nein, Never, sicher nicht. you refuse flatly. You grab the headman by his lapels, hands trembling in fury. Was ist mein stärkster Angriff? 1. Der hätte eine 6 verdient. Einfach Mar essen. Ja, genau. Pull the headman with all your might. As you are about to leave the headman's house, the old man suddenly charges at you from. But Mar, the keener of you two, is quick to. With a crash, Mar and the headman tumble to the ground. From the headman's hand falls a small blade. It clatters to the ground. Die vergiftete Klinge des Bürgermeisters führt dazu, dass Mar jetzt gelähmt ist und wir ein Gegenmittel für ihn finden müssen. Lappy says that if you follow the road south of the village, you will reach Shoreland. He tells you to give the extract to the famous nutritionist there. Nicht lange und Küstenstadt ist schon erreicht. You open the door without knocking. Is anyone home, you call? Oh, wie schaut der aus? The man emerges from the back. Der ist ja auch richtig strong. Nette Muckis. Praising his musculature seems to put him in high spirits. Mhm. He stares at the extract for a long time, and then Und dann? opens the bottle and laps at the side. He needs a special fish to make the necessary supplement. Wie komme ich an den? He explains that you can catch one in the surrounding sea. Riddis confidently interjects. You see a young man with his line in the water and call out to him. Auch ein Strongman. Flexes. In der Stadt sind alle irgendwie strong. Power is power. Ja, Power ist Power, super. You stare. Nette Muckis. Praising his musculatures seems to put him in high spirits. Ja, genau. Though you are pretty sure of the answer, you ask the young man if he is the nutritionist's son. That I am, he answers. He introduces himself as Bruno. And says Oh, das erste Mal, dass der Name gepasst hat. Wahnsinn. Servus, Bruno. Okay. Muscleman ist jetzt im Team. Bruno looks ecstatic that he was allowed to join your party. Ja, schau dich an, willst du keine Rüstung tragen? Curious about his attire, you ask why he does not wear armor. He confessed that he once wished for armor, but deemed it unnecessary after gaining so much muscle. In that moment, you realize something. While his passion for being an adventurer is true, he is dumber than a sack of rocks. Sack of Rocks, okay. Feindkräfte an. Auf der Suche nach der fischlosen Hafenstadt habe ich irrtümlicherweise die restliche Map aufgedeckt. So ist jetzt der Hafen. Alles erkundet da. Ich glaube, da muss ich her, oder? Was ist das für einer, oder? Piscator stands there, having just returned from fishing. Mars' fate rests upon this man's haul. Oh je. Mars Fate hängt von ihm ab, also Irgendwelche Fische im Netz. Terrible, he says, showing you the few fish he's caught. Inside you see a spry fish, Bruno shouts. You ask him if you can have the spry fish, but he says he won't give it up for free. He challenges the man to a competition of mussels with the spry fish as the prize. Bruno, das Muscle Brain aus der Gruppe, hat natürlich einen anderen Plan, um für diesen Fisch zu bezahlen. Agrees on one condition.
If you lose, Na, Alter. become my servant. Das sind schon High Stakes für ein Muscle-Duell. This one's all yours, Melanie says, patting you on the shoulder. Tor shouts back, throwing a punch. Fetzen die zwei sich jetzt um einen Fisch. Yes. Witness the power of power. Das hört sich so blöd an. The Piscator hands over the spry fish to Bruno. Und damit haben wir den nötigen Fisch für das Gegenmittel. Spry Fish, Spry Fish. You hand the fish to Oreo and ask him to make you the supplement. Give me a moment, he says. It's ready, he says, emerging from his room and handing you a bottle. Bevor wir zum Mar weitergehen können, werden wir durch Augenzeuge eines Muscle-Duells zwischen Oreo und Bruno, der uns weiterhin begleiten möchte. I want to show this power to the world, Bruno proclaims to his father. You have much to learn, my son, Oreo retorts as he's sidestepping at breakneck speed. Was ist das für ein Dorf? Only the sound of their labored breathing and bodies moving resonates through the otherwise silent room. You can only look on in stunned silence at the enigmatic display. 30 Minuten squatten. Bruno is allowed to go with you for just a little while longer. Eigentlich ist das ziemlich blöd, ein Monster in einer Stadt zu lassen, in der der Bürgermeister Monster essen möchte. Also ist vielleicht nicht die beste Entscheidung gewesen, den da alleine zu lassen. Oh, das schaut gut aus. Yes! Komm her! You give Mar a tight hug. Yes, Mar ist wieder dabei. Na gut, dann schauen wir rein in den Turm. Dietrich. Nachdem ich hier kurz Probleme hatte, den richtigen Gegenstand auszuwählen, musste mir der Narrator ein bisschen helfen. Allow me to help. Okay. Mit dieser Auswahl ist das Rätsel natürlich ein Kinderspiel. This is the power of power. Na gut, dann. Jo. But the dragon's roar sends your bravery flying with the wind. The dragon will not wait. Wie viel Leben? 100, 120 und 30. Schön. Zweite Phase. We shall strike you down, you exclaim, slashing out while cheering on your Vince appears. To the next. Stay out of this, Vince commands, and flies off toward the western sea. Nachdem ein Boot organisiert wurde, ging es natürlich gleich wieder dem Drachen hinterher. Mit einem kleinen Zwischenstopp in einem Dorf, das von kranken Leuten bewohnt wird. You arrive on the scene to find a man collapsed in the street, convulsing. Another, the nobleman wears impressive white armor befitting a knight. Hier erfahren wir, dass Dust und Mar auch von diesem Dorf stammen. Flight, draw your sword and charge. Blade. In an instant, his bodyguard appears before you. You can see the bloodlust inside him as he stares you all down. Neuer Fight gegen den Drachen und gegen ihn. Warum ist das Brett weg? Vince falls, his face covered in blood. He begins chanting, no doubt preparing to cast a spell. No, that spell is forbidden.
Melanie shrieks. Okay, einen Buff bekommen. The battle has been won. Everyone in the world drinks this medicine as though it were water. The primary ingredient of this medicine. Entire party. Der Weiße Orden wollte den Drachen nie töten, sondern nur fangen, um wieder Medizin herstellen zu können. With a nod, Sherwin approaches the dragon. What have you done? The other Sherwin flüchtet ins Mausoleum und wir müssen ihm hinterher, um noch an die letzten Drachentränen zu kommen, um Mauer zurückzuverwandeln. So, wo ist das Mausoleum jetzt? Wird ja nicht da unten drinnen sein, oder? Oh ja. Wow. Tut sich nichts. Da gibt's nochmal einen Schatz, oder? Yes. Neues Equipment. Nicht das, was ich erhofft habe, wenn jetzt überall Legendary Armor rumliegt. Yes. Oh. Ich meine, ja, es ist auch nice. Mit sämtlichen Schätzen des Mausoleums gestärkt, ist das Team, mit dem ich den letzten Kampf antreten werde. This is the heart of the mausoleum, where the Order kept the dragon prisoner and harvested dragon tear. Prepare yourself. Now all that's left is to destroy this forsaken place, and the realm will be restored to how it was before the medicine. We have to do something. Let us help. Sind der Gruppe beigetreten. Okay. Aber jetzt bin ich trotzdem nur zu dritt. Oder? Ja. Oh, doch nicht. Da liegen noch ein paar Karten hinten. Aha. Interessant. Smell of dragon tear, so it has come to this, he murmurs, before going down. Sherwin's body begins morphing into something grotesque. Wird er jetzt selber zu einem Drachen oder wie? Aha. Schaut nach Drache aus, ja? 220 Leben. Hey. Wenn einem das Spielbrett so weggezogen wird, fühlt sich das an wie ein geraubter Sieg. The vicious wind stirs, stretching his humongous wings. Oh, das sind halt ja Wings. Oh. Das schaut cool aus. Nach einem langen, anstrengenden Kampf genau das gleiche wie vorher. Forbidden Spell. Against his power, Melanie recalls Vince's final words. Ja. To use forbidden magic. I offer myself, body and soul, as payment. Her power drained from casting the spell, Melanie collapses to the ground. Aye. Fine, the spell has bound the vicious wind. Now's your chance to end this. Geht gut gekämpft.
Nice, endlich down. You defeated the Owishiswin. The world, cut off from its supply of medicine with the dragon's death. Your twin, for whom you have searched high and low for some way of restoring her human form. And Melanie, transformed into a monster and lying prone before your very eyes. You must decide which purpose to put the all-powerful dragon tear. Den Drachen wiederbeleben? Oh, ich mag solche Entscheidungen nicht. Cloe hat sich halt gerade da aufgeopfert, komplett, damit wir Gwyn besiegen konnten. Mar, ja, ist halt Mar. Drachen wiederbeleben. Mit Drachen wiederbeleben könnte man wieder Drachentränen gewinnen. Aber dafür muss man ihn halt foltern wieder und dann ist nichts geschehen. Stillstand. You tip the dragon tear over Melanie's prone form. You shouldn't have used the last dragon tear on me, she sobs. Oh ja. And kept deep down, she feels guilty that only she returned to normal. Vielleicht war das die falsche Entscheidung. Und mit dieser Erkenntnis habe ich das Spiel neu gestartet und wir probieren es von neuem. Im Vergleich zum letzten Mal hatte ich aber ein kleines Gadget dazu bekommen, was einen großen Unterschied macht. Kämpfe mit Monstern werden sofort mit einer einzigen Karte beendet und übersprungen. Gesehen? In einem Spiel, in dem sehr häufig gekämpft wird, hilft das natürlich immens. Kann ich das eigentlich besiegen? Ne, erst. Die schnupfe ich ja sicher. Wer sind jetzt die Heroes? Ha, One Hit. Sorry, aber mein Team ist jetzt eindeutig stärker als deins. Ja, hat sich vielleicht auch ausgezahlt. Jo, er wird bedient. Das tut weh. Der wird komplett bedient. Wir haben gewonnen. Nice. In der Burgstadt wurden Händler gesichtet, die unerlaubt mit sehr mächtigen Waffen handeln. Ah ja. Yet the aura of this weapon does have some you decide not to overthink it and hand over the money. Schick. An armor class. It seems he has deemed you a worthy opponent, stealing your resolve. Draw your sword from its sheath. Warrior, this is far more. Perhaps returning to basics because of his loss. The knight swings his sword intently. Tells no lies. You merely idle in the distance. You found their steps. Open the chest. Nachdem ich die ausgelassenen Karten und den vergessenen Loot eingesammelt habe, ist es natürlich Zeit für das True Ending. Und jetzt? Oh. You're alive, says Melanie. Bruno says you collapsed after the dragon tears started shining with fierce light. Is nowhere to be seen. Was Mar?
Ah. You wrapped Mar, returned to human in your firm embrace. Na passt. Diesmal war es aber das originale Ending, das gute Ending. Was ich beim Neustart nicht gewusst hatte, war, dass es einen zusätzlichen Fight gegen den Dragon gibt. Ein Drache. Something Oh. dragon-like appears. It's cloaked in an ominous aura. Please, someone, kill me. If you do not kill me, I will end it all. Mhm. Interessant, interessant. 400 Leben. Wow. Thank you. Thank you for watching.